Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Heute wieder mal mit einem ganz besonderen Gast, nämlich den Andi Kolb. Und es ist ein richtig cooler Anlass. Grüß dich erstmal, Andi. Und ich würde dir die Ehre überlassen zu sagen, Andreas, was ist die große News? Für wen fährst du ab sofort Fahrrad? Ja, grüß euch, servus. Ich glaube, wie man schon erkannt hat, bin ab nächstes Jahr oder eigentlich ab jetzt Teil vom Syndicate, was ja schon irgendwie ein bisschen unreal ist. Und ja, einfach ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Also bin mega, mega happy. Cool, das freut mich wirklich mega. Ist eine mega coole News, auch echt ein Wechsel, der absolut passt, finde ich. Und ja, dann hast du meine erste Frage schon so ein bisschen vorne weggenommen. Und zwar, hast du dich auf diesen Wechsel gefreut? Das klingt auf jeden Fall sehr danach. Ja, ich glaube, es ist fast schon eine blöde Frage. Ist wirklich, also ich freue mich wie ein kleines Kind, bin nervös, bis dann geht nicht mehr. Ich freue mich schon, wenn es wirklich losgeht, dann daheim mit dem Rad fahren kann. Und ja, ich glaube, Syndicate ist das Prestige-Team Nummer 1. Da einfach Teil davon zu sein, ist ja schon echt krass. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und genau, dann also hast du auch schon so ein bisschen beantwortet, aber was hat letzten Endes für dich den Ausschlag fürs Syndicate eigentlich gegeben? War es dieses Prestige oder was hat deine Entscheidung dann beeinflusst am Ende? Ich glaube, für mich ist das Wichtigste ist auf jeden Fall immer das Bike als erstes. Und das hat mir auf jeden Fall überzeugt, habe ich schon getestet. Und das war gleich einmal nach 2 Runs haben wir gedacht, okay, das Ding funktioniert. Also wirklich. Dann die Crew, Steve Pete, Nina, alle drumherum, echt super cool. Mit Jackson verstehe ich mich auch gut. Ich glaube, er ist ein guter Teamkollege auch, mit dem was ich gemeinsam viel über Linien reden kann, generell trainieren kann. Super schneller Kollege, ich glaube, da brauchen wir mal nicht drüber reden. Da habe ich einen Fahrer, zu dem was mehr oder weniger ich dann aufschauen kann. Ich glaube aber eher von mir auch lernen kann. Von dem her auf jeden Fall, glaube ich, ein extrem gutes Teamgefüge. Und ja, Santa Cruz generell, ich finde die Bikes immer schon geil. Ja, da gibt's einfach keinen Teil, was man nicht taugt. Ja, wichtige Frage natürlich, für wie viele Jahre sehen wir dich denn jetzt auf jeden Fall unter dem Santa Cruz Pit? Auf jeden Fall mal 2 Jahre, vielleicht länger. Gibt es da Optionen, aber 2 Jahre ist mal fix. Cool, das klingt gut. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch mit dir mehr über Syndicate reden, aber wir müssen gleich ein ganz bisschen erklären. Es ist jetzt ja Mitte Oktober quasi, eine super ungewöhnliche Zeit, um über einen Teamwechsel zu reden. Und wir haben uns ja erst vor einem Dreivierteljahr ungefähr unterhalten. Damals bist du zum YT Mob gewechselt. Und ja, wir haben vor kurzem erst ein super cooles kleines Interview mit dir gehabt, wo du uns ein bisschen Updates zu der Lage gegeben hast. Deswegen möchte ich jetzt nicht super lang drüber reden, aber vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir verlinken es euch auf jeden Fall unten und auch hier oben im Video. Aber ja, die Lage ist, ein bisschen unglücklich ist im Juli YT in ein Sanierungsverfahren Eigenverwaltung gegangen. Jetzt, Ende September, ist die Firma insolvent. Ja, damit ist dein bisheriges Team quasi ja auch Geschichte, kann man glaube ich sagen. Ja, kannst du nochmal für uns zusammenfassen, wie war das für dich als Teamfahrer und wie sehr hat dich diese Situation beeinflusst? Ja, ist immer schwierig zu sagen. Also ich glaube, es war sicher viel Negativität unterwegs, mehr von außen. Im Team drinnen war es eigentlich okay, natürlich auch nicht optimal, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich gut gemeistert. Aber ja, es sind dann die ganzen Kleinigkeiten, jeder kommt auf dich zu, oh, wie geht's dir, ist alles okay, also das Rumjammern, mehr oder weniger. Das hat mich dann schon ziemlich genervt, aber jetzt auch, ich habe mich gut auf mich fokussieren können, es hat die letzten Jahre, habe ich schon ein bisschen Probleme mit Teams gehabt, also kann ich, glaube ich, mittlerweile sowas gut ausblenden und war dann nicht allzu schlimm. Aber natürlich schade, dass das alles zugrunde geht, vielleicht sieht man ja die ein oder anderen Teammitglieder woanders nächstes Jahr. Wäre echt schade, wenn man die nicht mehr sehen wird. Ja, auf jeden Fall. Hat eigentlich auch gewirkt, als ob ihr so ein cooles Team so unter euch wart quasi. Ja, wann hast du denn erfahren, dass du dich für die kommende Saison quasi um ein neues Team umschauen musst? Ich würde sagen, eigentlich so am 15. Juli, wenn das Ganze mit YT da rausgekommen ist, war schon so im Hinterkopf so, ich glaube, ich schaue mal und spreche mal mit ein paar Teams rein, sicherheitshalber. War aber ziemlich motiviert, dass YT weitergehen wird. Dann haben wir gedacht, das soll schon passen. Aber dann so nach ein paar Wochen, wo dann manche News fast schlechter geworden sind, dann habe ich wirklich realisiert, okay, ich muss schauen, dass ich mich bei Teams melde.
Manche Teams haben sich dann bei mir schon gemeldet gehabt, also nach ein paar Tagen, wo die News draußen waren schon. Syndicate hat sich auch ziemlich früh gemeldet und ja, von dem her waren eigentlich gute Optionen dann ziemlich früh schon am Tisch. Okay, krass. Ja, das ist ja dann gar nicht so ein langer Zeitraum eigentlich letzten Endes, oder? Für so eine Teamsuche von Mitte Juli bis jetzt Mitte Oktober, wo es quasi bekannt gegeben wurde, dann ging es ja relativ schnell auf jeden Fall. Ja, eine interessante Frage ist, wie wichtig war es für dich eigentlich jetzt schon umsteigen zu können? Wir haben es schon gesagt, es ist eigentlich ungewöhnlich. Eigentlich läuft sowas ja immer erst bis zum Ende des Jahres und bei dir ist es jetzt schon Mitte Oktober soweit. Genau, ja. Ich finde, das ist generell so ein bisschen ein Thema, was vielleicht geändert gehört. Die Saison hört auf im Oktober und dann fährt jeder irgendwo illegal mit anderen Rädern rum. Also jeder, der das Team wechselt, habe ich in der Vergangenheit gemacht, macht jeder Rennfahrer, geht dann natürlich schon testen mit einem neuen Team, kann aber nichts davon posten. Von dem her war mit mir, also meine Idee und von dem Manager, wie schaut es aus, wenn wir einfach früher schon zu einem anderen Team gehen und dann können wir schon drüber posten, alles geht los wie normalerweise im Jänner und man muss sie nicht verstecken. Ich kann heute noch Schladming fahren gehen auf dem Santa, mega geil. Ja, ich glaube, dass das generell vielleicht geändert gehört in unserer Szene und nicht ewig lang versteckt werden muss. Und die Rumors auf MTB News nicht 3 Monate, ich weiß nicht, wohin schaukeln. Ja, nee, ist auf jeden Fall ein valider Punkt, kann ich verstehen. Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie interessant, du hast das letzte Mal schon gesagt, du suchst eigentlich eher so langfristige Deals. Du bist jetzt ja, hast du auch schon mir vor einem Dreivierteljahr gesagt, nicht mehr der allerjüngste Fahrer. Also ich kann mir vorstellen, du machst natürlich auch irgendwie Gedanken, wie es mit deiner Karriere weitergeht. Inwiefern hat es da für dich eine Rolle gespielt, dass jetzt das Syndicate ja ein nordamerikanisches Team ist? Bisher warst du ja jetzt entweder in einem deutschen Team zuletzt oder bei sehr europäischen Teams. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt, dass du gesagt hast, wie sich das langfristig mit so einem Team entwickeln kann? Ich muss ehrlich sagen, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Was ich auf jeden Fall das Gefühl habe, bei Syndicate hat man auf jeden Fall die Langfristigkeit für die Fahrer immer schon gesehen. Steve Peat ist immer ewig lang dabei gewesen, ist jetzt als mehr oder weniger Teammanager dabei, Roadmanager. Laurie Greenland hat jetzt nicht wirklich gut abgeliefert die letzte Zeit und ist trotzdem immer dabei geblieben. Jackson Goldstone ist länger unterschrieben. Dann Greg Minnaar, keine Ahnung, wie lange der dabei war. Also das war für mich schon so ein bisschen ein Thema. Man sieht, auch wenn es einmal schlecht läuft bei einem Fahrer, die bleiben trotzdem den Fahrern treu und sind eigentlich schon gewillt, da Fahrer länger zu behalten. Und ich glaube, das ist ja bei mir der Fall. Also sie hätten, glaube ich, auch jüngere Fahrer nehmen können, aber sie wollten einen älteren Fahrer mit mehr Erfahrung. Und ja, ich glaube, dass ich da ganz gut reinpasse. Ja, auf jeden Fall, cool. Und ja, was jetzt der Plan? Die Weltcup-Saison hat ja wirklich vor kurzem erst aufgehört. Das heißt, jetzt geht's für dich wahrscheinlich dann los und direkt umgewöhnen aufs neue Rad, oder? Genau, ja. Was natürlich auch für einen Österreicher, der was in Schladming wohnt, wo Schnee kommt, auch nicht gerade schlecht ist. Kann nach Schladming fahren gehen, kann ein paar Sachen testen und ja, einfach generell noch ein bisschen ans Bike gewöhnen, bevor der Winter wirklich kommt. Und ja, das ist, glaube ich, eine gute Chance. Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch letztes Jahr so ein bisschen ein Problem bei dir, oder dass du die Verletzung im Winter hattest und dich vielleicht nicht so umgewöhnen konntest, wie du wolltest. Genau, ja, es war sicher nicht ideal. Von dem her ist dieses Jahr schon wieder um einiges besser. Du hast gesagt, du hast das V10 schon fahren können, hat deine Entscheidung auch wesentlich beeinflusst. Wie ist es so? Was waren deine ersten Eindrücke zum Rad, auch im Vergleich zu den Rädern, mit denen du zuletzt auch große Erfolge hattest? Ich würde sagen, es ist, glaube ich, sogar eine ziemlich gute Mischung zwischen YT und Atherton. Also es ist auf Bremsschläge, ich war extrem überrascht, wie stark es auf der Bremse ist. Also Bremswellen, wenn ich wirklich in den Anker greife, trotzdem Grip und vor allem im Bikepark-Anlieger nie irgendwo ein Problem gehabt, dass ich irgendwie wegrutsche oder so, also wirklich gut durchziehen können. Super verspielt, was auch cool ist. Da kommen wir jetzt ja von YT, das was extrem Speed generiert. Da ist vielleicht minimal schwächer, aber dafür einfach kontrollierter, würde ich sagen. Wo ich jetzt diese Saison ein bisschen Probleme gehabt habe mit kontrolliert fahren, bin ich auf jeden Fall viel kontrollierter, aber auch richtig Confidence gehabt beim Fahren. Also wirklich nach 2 Runs ungelogen, habe mir gedacht, ich fühle mich so wohl, das ist brutal gewesen. Ja, spannende Entwicklung neben dem Bike natürlich auch, du hast es schon gesagt, du warst in deinen bisherigen Teams, würde ich sagen, so der Teamleader, klar, ein Ocean O'Callaghan, auch ein starker Fahrer, aber
du hast vielleicht schon die konstanteren, besseren Ergebnisse abgeliefert. Jetzt hast du einen Jackson Goldstone mit dir im Team. Ist ja schon so ein bisschen Rollenwechsel. Er ist sicherlich gerade der größte Star in der Szene. Wie siehst du das, diesen Wechsel Perspektivwechsel für dich? Also ich glaube, dass es mega gut ist. Für mich war immer so ein bisschen die Rivalry in einem Team war für mich immer wichtig. Oder nicht Rivalry, mehr so gesunde Freundschaft, aber halt schon ein hartes Rennen fahren untereinander. Mit Charlie hat das immer super funktioniert. Dieses Jahr war ein bisschen schwierig, weil es einfach ein bisschen, glaube ich, ticken Oshin und ich ein bisschen anders. Und mit dem Jackson halt ein bisschen einen besseren Vibe. Ich glaube, da kann ich miteinander Linien ausarbeiten, generell vielleicht auch im Training ein bisschen mehr miteinander fahren. Also ich glaube, da kann man voneinander lernen und ja, vor allem da vom Jackson vielleicht ein paar Scheiben abschneiden, ist sicher nicht schlecht. Vielleicht ein paar bessere Whips oder irgendwie sowas. Genau, das wäre auch meine Frage. Die Fotografen happy sind. Genau, da wäre ich sehr happy drüber auf jeden Fall. Und ja, Jackson hat ja schon einen sehr, sehr anderen Fahrstil als du, ist ja auch körperlich ganz anders gebaut. Meinst du, du kannst davon irgendwas übernehmen oder seid ihr einfach zu verschieden auf dem Rad? Was echt interessant war, was ich am Sonntag so vorgespürt habe, der Jackson hat immer so den Fahrstil, wo er so dahin gleitet und immer so ein bisschen bounced. Das Gefühl habe ich sofort auch gehabt am Sonntag. Also ich glaube, das kommt schon ein bisschen vom Bike auch. Sonst, ich habe dieses Jahr schon ein bisschen probiert, seine Anliegertechnik zu kopieren. Also habe schon gesehen, er lehnt sich mit der Hüfte mehr rein, was ich genau das Gegenteil immer gemacht habe. Das funktioniert mittlerweile auch ziemlich gut. Von dem her, ich glaube, man kann immer lernen von den jungen Fahrern und die Technik geht natürlich auch immer weiter. Und wenn ich mir jetzt versteifen würde auf meine eigene Technik, dann stehe ich irgendwann an. Von dem her ist der Jackson eigentlich der perfekte Teamkollege. Also man guckt sich quasi als Fahrer schon an, wer ist gerade erfolgreich und was kann ich davon übernehmen. Auf jeden Fall, ja. Also Jackson und Max Allran sind da meine zwei Fahrer, wo ich am meisten schaue. Max Allran gibt mir immer am meisten Hoffnung, weil der, ich würde sagen, einen ähnlichen Fahrstil zu mir. Also die Ellbogen sind ein bisschen weiter oben bei ihm, sieht besser aus, muss ich ein bisschen arbeiten dran. Aber sonst mit den Füßen ganz oben. Und ja, Jackson ist natürlich sonst schon sehr speziell. Das stimmt, ja, cool. Andere neue Teamkollegen natürlich Nina Hoffmann, auch deutschsprachig und vor allem auch seit einiger Zeit, glaube ich, jetzt in Österreich lebend. Wie wichtig ist das für dich? Du hast ja bisher Wally gehabt, wohnen auch in Innsbruck, beide wohnen jetzt in Innsbruck. Ist es cool, jemanden aus dem Team so nah zu haben quasi? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man gut miteinander testen gehen und ich glaube auch, wenn jetzt mal im Winter, keine Ahnung, will ich nach Portugal fliegen, holen wir uns einen Mechaniker, fliegen wir gemeinsam rüber, ordentliches Testcamper, kleines, mit dem ganzen Team. Deutschsprachig ist sowieso immer cool, muss man nicht immer Englisch reden, ist ein bisschen entspannter teilweise und ja, Nina ist generell cool, also mit der versteht mich mega gut. Und ja, du hast es mir vorhin, bevor wir losgelegt haben, schon erzählt, aber bringen unsere Zuschauer nochmal up to date. Du bist jetzt komplett auf Fox quasi unterwegs, wie das gesamte Team. Das heißt, deine persönlichen Sponsoren, Bell und 100% musst du dann verabschieden jetzt. Genau, die müssen raus. Obwohl Bell ist mit Fox zusammen, mehr oder weniger. Von dem her, die waren eigentlich auch ziemlich happy, wie die das gehört haben. Und 100% haben es dann, die verstehen das natürlich auch. Also, ja. Voll. Und wenn wir jetzt schon über Fox reden, trägst du nächstes Jahr dann auch einen Fox Speed Suit? Ja, Fahrjahr. Also wird noch abgemessen, wird alles an mich geschneidert. Muss wahrscheinlich extra drin gemacht werden für mich. Aber ich glaube, kann schon interessant ausschauen bei meiner Statur. Ja, ich wollte sagen, du bist der größte Fahrer mit einem Speedsuit dann, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, also aus reiner Rennfahrersicht, ich bin mega stoked drüber. Also jede Kleinigkeit, jedes Hundertstel, was man geschenkt bekommt, nehme ich gerne. Und wichtige Frage noch fast zum Schluss, was ist mit deinem Line-Coach des Vertrauens, Johann Pottgieter eigentlich? Konntest du den mitnehmen? Das ist jetzt eine gute Frage, wo der hinkommt. Der hat auch schon ein paar Gespräche mit einigen Teams, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall was finden, wahrscheinlich aber nicht mit mir. Also schon, kann man nicht sagen. Okay. Also, ich würde hoffen, vor allem wenn ihr die Kaffeemaschine auch mitnehmen könnt. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wo gibt es dann den besten Kaffee in den Pits? Das ist natürlich auch ein Argument für die Teams, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, cool. Super wichtig. Und
Und dann zu Abschluss wollte ich dir noch eine allgemeine Frage stellen. Und zwar, wir haben uns Anfang des Jahres auch über das Last Chance Qualifier System, das jetzt eingeführt wurde, unterhalten. Da warst du sehr, sehr großer Fan davon. Ich würde sagen, du hattest eine größtenteils positive, aber auch mal negative Erfahrung damit. Wie würdest du das jetzt am Ende der Saison einschätzen? Rein vom System her bin ich super happy. Das Einzige, was ist, halt Top 30, also 20 und dann 10 oder 30 weiterkommen, ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Sollte so auf die 40, glaube ich, soll es ungefähr kommen. Also ich hoffe, dass das einmal irgendwann passiert, weil doch einige Top-Athleten jedes Wochenende wieder das Finale verpassen. Teams haben weniger Sichtbarkeit, also ist für Sponsoren wieder schwierig. Ja, vor allem auch für Privatiers ist es da sehr schwer. Also Top 30 als Privatier ist, ich glaube, wenn ich vor ein paar Jahren schon gehabt hätte, dann wäre ich sicher schon lange weg, weil es fast schon unmöglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ab und so, die müssen dann meistens um ihr Leben fahren. Ja. Also, aber ich muss sonst super fair, super gut mit den Punkten, alles drumherum. Und auch wenn man mal die Quali 1 vergeigt, habe ich selber 3-mal, glaube ich, geschafft. Dann bekommt man eine zweite Chance. Einmal habe ich es komplett versemmelt in Latouille, war ich, glaube ich, 2-mal sogar auf Bestzeit unterwegs fast. Aber dann beim ersten Mal ist okay, aber beim zweiten Mal war ich sehr gut. Aber ja, also ich glaube, wenn man es wirklich versemmelt, dann hat man es auch nicht verdient. Und ist einfach fair für jeden. Auf jeden Fall. Das ist noch ein cooles Wort zum Abschluss. Ja, Andi, es freut mich auf jeden Fall, dass es nach der schwierigen Saison für dich jetzt so einen coolen Ausgang genommen hat. Das wirkt auf jeden Fall wie ein geiler Fit. Und ja, ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, dass die nächste Saison endlich anfängt und wir dich da im Syndicate Pit im frischen neuen Speedsuit antreffen. Ich kann es auch nicht mehr erwarten, das wird richtig geil. Freue mich jetzt schon. Alles klar, dann vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao. Das war's von unserem Interview mit Andreas Kolb zu seinem Wechsel zum Santa Cruz Syndicate. Und ja, jetzt eine dumme Frage für dich. Würdest du dich auch freuen, wenn du nächstes Jahr für Santa Cruz Syndicate fahren kannst? Postet auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert das Glöckchen und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von MTB News.